Ein moderner Kampfjet vom Typ F-35 gilt als einer der fortschrittlichsten Waffensysteme der Welt. Aber was viele gar nicht wissen, ist, in jedem dieser Jets steckt über 400 Kilogramm eines Rohstoffs, der für die Lenksysteme, die Sensoren und die Kommunikation absolut zwingend erforderlich ist. Fehlt dieser Rohstoff, bleibt der Jet am Boden. Ähnlich verhält es sich in einer modernen Offshore-Windturbine. Hier sprechen wir nicht von Kilogramm, sondern da sprechen wir direkt von Tonnen. Tonnen eines Materials, das benötigt wird, um die gewaltigen Generatoren effizient anzutreiben. Wir sprechen von den sogenannten seltenen Erden, einer Gruppe von 17 Elementen, die weder besonders selten noch gewöhnliche Erden sind. Sie sind das technologische Rückgrat zweier gigantischer Megatrends. Zum einen die Energiewende und zum anderen die militärische Aufrüstung. Im vorherigen Video haben wir uns ja schon über die Technologiemetalle, zum Beispiel Gallium und Indium, unterhalten, als Basis der Kommunikations- und auch der Halbleitertechnik. Heute beschäftigen wir uns mit einer völlig anderen Dynamik. Heute geht es im Wesentlichen um physische Kraft, also eine physische Hebelwirkung, wenn man so will. Es geht um Hochleistungsmagnete, die man also nicht nur für militärische Souveränität braucht, sondern auch für andere Bereiche. Und es geht aber auch um die Frage für dich als Investor, wie du dadurch deine greifbare Unabhängigkeit darstellen kannst. Wir sprechen also über die Hardware der Energiewende und der Elektromobilität. Wenn wir die wirtschaftlichen Treiber der seltenen Erden kennen wollen, müssen wir auf die Elemente sowas wie Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium schauen. Diese 4 Elemente haben eine herausragende Eigenschaft. Sie ermöglichen die Herstellung von Permanentmagneten. Diese Permanentmagnete sind viel stärker als jedes andere Magnet, was auf Eisenbasis hergestellt wurde. Und dazu hat es noch einen Bruchteil des Gewichts und auch der Größe. Und genau diese Eigenschaft ist heute unverzichtbar. Unverzichtbar in allem dem, was moderne Systeme benötigen. Zum Beispiel beim Elektromotor. Über 90% der modernen Elektroautos nutzen Synchronmotoren mit Permanentmagneten. Das machen sie deswegen, weil es die höchste Effizienz und Leistungsdichte bietet. Je mehr Automobilindustrie auf Elektromobilität umstellt, desto drastischer steigt die Nachfrage nach Neodym und Dysprosium. Das ist einfach wie so eine mathematische Gleichung. Gleiches gilt für die Windkraft, also die Offshore-Windkraftanlagen, die in einer ganz rauen Umgebung auf der See jahrzehntelang wartungsarm funktionieren müssen. Sie setzen auf getriebene Generatoren. Auch hier sind gigantische Mengen von seltenen Erden verbaut. Also wir stehen hier nicht vor einer theoretischen Annahme, sondern das ist einfach mathematische Gewissheit. Die politischen Ziele zur Reduktion von CO2-Emissionen sind ja weltweit gesetzlich verankert. Aber die Umsetzung dieser Ziele erfordert natürlich die Hardware. Und diese Hardware erfordert seltene Erden. Und das in einer Größenordnung, auf die die globalen Lieferketten überhaupt gar nicht vorbereitet sind. Aber es geht ja nicht nur um die grüne Transformation, die den Markt vorantreibt, es ist auch die harte Realität der globalen Sicherheitspolitik. Auch für die Rüstung und damit auch für die nationale Souveränität sind diese Metalle unabdingbar. Wir leben in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen zunehmen, wie wir es ja auch gerade gesehen haben. Nationen rüsten auf, modernisieren ihre Armeen und setzen auf hochkomplexe technologiegetriebene Waffensysteme. Drohnen, Präzisionslenkwaffen, Radar- und Sonarsysteme, Laserentfernungsmesser, all diese Systeme benötigen seltene Erden. Sie sind essentiell für die Größenreduktion von Bauteilen und für die Zuverlässigkeit von Systemen unter extrem rauen Bedingungen. Das Problem der westlichen Welt dabei ist allerdings die Herkunft der Materialien. Die Förderung und die sehr komplexe chemische Trennung und anschließende Verarbeitung der seltenen Erden wird seit Jahrzehnten monopolistisch, also ausschließlich von China dominiert. Wenn die Rüstungsindustrie der USA und Europas für den Bau ihrer wichtigsten Verteidigungssysteme aber auf der Lieferung eines systemischen Rivalen aufbaut, dann ist das nicht nur wirtschaftliches Risiko, sondern das ist systemrelevant.
Es ist also eine Frage der nationalen Souveränität. Und die Bemühungen des Westens, eigene Abbaugebiete zu erschließen, sei es in Australien oder Nordamerika, oder strategische Partnerschaften zu gründen, sind sehr intensiv. Aber der Anbau oder Aufbau einer Mine und vor allen Dingen die dazugehörige Verarbeitungsanlagen dauert 10 oder 15 Jahre. Also mit anderen Worten, das Monopol lässt sich nicht einfach so kurzfristig aufheben. Die Knappheit der verarbeiteten hochreinen Elemente bleibt bis auf absehbare Zeit auf jeden Fall bestehen. Aber was bedeutet denn jetzt diese extreme Diskrepanz zwischen explodierender Nachfrage und monopolisiertem Angebot für dich jetzt und für dein Vermögen? In Zeiten von Inflation und geopolitischen Verwerfungen ist das, was real vorhanden ist, sozusagen Trumpf. Das, was man anfassen kann, das, was wirklich einen intrinsischen industriellen Wert hat, das hat Vorrang in meiner Welt, also zumindest so wie ich das sehe. Natürlich kann man in Minenaktien auch investieren, aber du trägst da immer das Risiko des Missmanagements, dass die Umweltauflagen erhöht werden und dadurch Minen stillgelegt werden könnten, Enteignungen im Förderland und so weiter. Du kaufst damit auch immer gleich ein unternehmerisches Risiko. Der für mich zumindest strategisch überlegene Weg ist der sicherheitsorientierte. Das heißt der Erwerb von physischen Rohstoffen. Wenn du zum Beispiel physisch Neodym, Praseodym, Dysprosium oder so im Zollfreilager erwirbst, dann entkoppelst du dich automatisch dieser Risiken. Du hältst einen realen Wert, der nicht beliebig gedruckt oder vermehrt werden kann. Du hältst genau das Material, um das Regierungen und Industriekonzerne sich wahrscheinlich noch die kommenden Jahrzehnte streiten und ringen werden. Es geht hier also nicht um eine kurzfristige Spekulation. Seltene Erden physisch zu halten, ist eine langfristige Strategie und eine Form der Positionierung. Für mich ist es die konsequente Erweiterung eines Portfolios, das bereits, sagen wir, auf den Fundamenten Gold und Silber aufgebaut ist und dann die kritischen Komponenten für die industrielle Zukunft auch noch mit dazu nimmt. Lass uns das Bild einfach mal zusammenfügen. Die Megatrends, also Energiewende und globale Sicherheitspolitik, die sind unumkehrbar. Beide basieren auf der ständigen Verfügbarkeit von seltenen Erden. Wir haben aber gesehen, das ist schwierig. Gleichzeitig ist das Angebot aber auch durch hochkomplexe Abbauverfahren und Reinigungsprozesse monopolistisch stark limitiert. Und wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt den Wert des physischen Besitzes. Es ist eine Möglichkeit, sich an der Basis der industriellen Wertschöpfung zu positionieren, und zwar greifbar, sicher und bankenunabhängig. Ich weiß natürlich, dass der Zugang zu dieser Welt für Privatinvestoren und Unternehmer traditionell schwierig war. Es geht ja um Reinheitsgrade, um industriell akzeptierte Formen. Das sind nämlich häufig gar nicht Barren und schon mal gar nicht Münzen. Und es geht um die professionelle zollfreie Lagerung und die zwingend in meiner Ansicht notwendig ist, um hinterher auch wieder die Metalle in den industriellen Kreislauf zurückzuführen. Und genau dafür haben wir eine Lösung geschaffen. Wenn auch du wissen möchtest, wie du in diese oder auch in andere Metalle investieren kannst, dann schau mal in der Beschreibung unter diesem Video, da ist noch ein Link zu einem exklusiven Video, was du dir dann auch sehr gerne anschauen kannst, wo du weitere Informationen findest. Und wenn dir diese Art von Videos gefallen hat, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und ich freue mich, dich in dem nächsten Video wiederzusehen. Hier geht es jetzt direkt zum nächsten Video.